August Bebel, der Vorsitzende der SPD und ebenfalls Marxist, der sich mit Fouriers Theorie auseinandersetzte. Sie kritisierte, weil sie auf die Versöhnung und Harmonie der gegensätzlichen Klassen gerichtet sei und sich nicht an die Arbeitenden richtete, sondern an die Einsicht der Großen und Reichen. Er war der Meinung, dass sich Entwicklungsperioden, die das Bestehende von Grund auf umgestalten wollen, nie durch fertige Pläne in einer Idealgesellschaft herbeigeführt werden können, sondern dass sich die Umgestaltung aus dem Entwicklungsprozess der gesamten Gesellschaft vollziehen müsse, wenn die Bedingungen der neuen Gesellschaft vorhanden sind. Sie wird nicht gemacht, sie vollzieht sich und stets unter der Form von Klassenkämpfen gegen den Willen der alten Gesellschaftsschichten, also im Zuge der Revolution, mit anderen Worten. Dennoch hat er in seinem berühmten Werk Die Frau und der Sozialismus, das man sich immer noch mal nachlesen kann, wenn man über Utopien was wissen will, hat er eine ganzheitliche sozialistische Realutopie entwickelt, die Produktions- und Reproduktionsarbeiten umfasst, also Wohnen und Produktion und alle Arbeitsmittel sowohl im privaten Bereich als auch im Produktionsbereich sollen in Gemeineigentum überführt sein. Männer und Frauen sollen die gleichen Rechte und Pflichten haben und das gleiche Vergnügen. Und auch das häusliche Leben soll eben gemeinschaftlich mit Zentralküchen und so weiter umgestaltet werden. Ähnliche Konzepte finden wir bei Alexandra Kollontai im Zuge der russischen Revolution und auch bei anderen Theoretikerinnen. Bemerkenswert sind bei Bebel jetzt, das hat jetzt mit Genossenschaften vielleicht auch zu tun, weil es geht ja auch um die ökologische Frage, dass er damals schon über Sonnenenergie gesprochen hat und geschrieben hat in dem Buch Die Frau und der Sozialismus, weil er die bevorstehende Erschöpfung der Kohlevorräte vorhergesehen hat und wohl die ersten Versuche auch mit Sonnenenergie schon in England gemacht worden sind. Ja, das war also Bebel mit den Widersprüchen. Ich könnte jetzt noch, habe ich in meinem Buch getan, die Anarchisten wie Landauer und Rudolf Rocker, die eben auch für und wider des gemeinschaftlichen Gedankens diskutiert haben, muss ich jetzt leider auslassen wegen der Zeit und kommen zu Oppenheimer und seinem ehernen Gesetz der Transformation. Das muss jetzt auch zusammenfassen, ist ein dickeres Buch. Und das wird aber, da werde ich so oft danach gefragt, oder das ist oft der erste Beitrag in der Diskussion nach meinen Vorträgen, dass dann gesagt wird, ja, aber der Herr Oppenheimer hat ja gesagt. Deshalb also kurz zusammengefasst, Franz Oppenheimer, er war wohl der bedeutendste Kritiker der frühen Genossenschaften und hat 1896 dieses eherne Transformationsgesetz vorgelegt, demzufolge alle Genossenschaften sich über kurz oder lang in kapitalistische Unternehmen umwandeln müssen oder aufhören zu bestehen. Was anderes gibt es nicht. Nur äußerst selten, sagt er, gelangt eine Produktionsgenossenschaft zur Blüte. Wo sie aber zur Blüte gelangt, hört sie auf, eine Produktionsgenossenschaft zu sein. Das würde dann für die Wohnungsgenossenschaften auch gelten. Da wird es auch oft als Beweis gebracht. Und dieser Satz ist das Resümee seiner empirisch-theoretischen, makrosoziologischen, er war Soziologe, Aufarbeitung der Entwicklung produktiv-genossenschaftlicher Unternehmen. Im Vordergrund der Probleme, die zur Transformation führen, stehen seine Forschungen, die zufolge die Schwierigkeiten bei der Finanzierung, beim Absatz
und vor allem Disziplinprobleme im Mittelpunkt stehen. Die Schwierigkeit der Finanzierung, das hat schon vielen gelacht über die Disziplinprobleme. Ja, auch die, aber auch die Schwierigkeit der Finanzierung hat wirklich vielen Genossenschaften oder Kleinbetrieben von Anfang Abbau und also Wohnungszusammenschlüssen dann halt das Leben gekostet. Ja, Oppenheimer unterschied 4 aufeinanderfolgende Phasen. Die Jugendform, das ist also, wenn man mit viel Elan sich daran macht, eine Genossenschaft zu gründen. Und dann nach einer Zeit kommt der Kampf ums Dasein. Das heißt, ja, da geht es eben dann, funktioniert das noch, ist die Disziplin noch da, ist das Geld noch da? Und dann kommt die Auswahl des Passendsten. Also es wird dann eben überlegt, was müssen wir vielleicht ändern. Schon geht es weg von der genossenschaftlichen Gemeinschaft. Und die 4. wäre die Altersform, so nennt er sie. Die lässt eigentlich keinen qualitativen Unterschied zu kapitalistischen Unternehmen feststellen. Also wird sie wieder zum kapitalistischen Unternehmen. Es gibt auch aus den 90er Jahren eine hessische Untersuchung über selbstverwaltete Betriebe, die das auch feststellt, dass sich viele wieder kapitalistischen Prinzipien anschließen, professionalisieren, wie man heute auch sagt dazu, aber viele bleiben auch bestehen und sie bleiben besonders dann bestehen, wenn sie eine gemeinsame politische Aufgabe haben oder eine gemeinsame politische Ausrichtung. Das leuchtet auch ein. Oppenheimer selbst hat, nachdem er das alles festgestellt hat, die Produktivgenossenschaften als unbrauchbar qualifiziert. Und er hat sich, und das ist ja für euch jetzt interessant, den Siedlungsgenossenschaften zugewandt. Also offenbar hat er im Bereich des Privaten, des Wohnens eher Hoffnung gesehen als im Bereich der Wirtschaft. Und er hat 1893, also er hat sich der 1893 gegründeten Obstbausiedlung in der Nähe von Brandenburg-Eden, welche werden Sie kennen. Ich war neulich mal wieder da gewesen, weil die jetzt auch neue Konzepte haben. Und von den Bewohnern schrieb er, sie hätten sich aus dem kapitalistischen Ozean auf eine selbstgeschaffene Insel retten wollen. Das hat ihm aber irgendwie gefallen, denn er ist da oft gewesen, ist aber nie Mitglied der Genossenschaft geworden, konnte dort auch nicht längerfristig leben, weil er gesagt hat, also die waren Antialkoholiker, die rauchten nicht, die waren vegan und er hat gesagt, er kann nur mit der Zigarette im Mund arbeiten und er ist auch kein Anti-Alkoholiker und auch kein Vegetarier. Also das hat ihm dann leid getan, da wäre er gern dabei gewesen. Kritiker sahen im Transformationsgesetz, so wie er es immer erforscht hat, die Bestätigung dafür, dass genossenschaftliche Fabriken und auch Wohngenossenschaften, größere, über kurz oder lang scheitern müssen und Arbeiterinnen auch gar nicht in der Lage seien, die Leitung eines Unternehmens zu übernehmen. So zum Beispiel der Wortführer der revisionistischen Fraktion der SPD, Edward Bernstein. Er rechtfertigte die Leitung der Betriebe durch kapitalistische Unternehmer dann mit dieser These, weil die sich selbst regierende genossenschaftliche Fabrik unhaltbar sei. Aber die Aufgaben, welche die Leitung eines Fabrikunternehmens mit sich bringt, wo Tag für Tag und Stunde für Stunde prosaische Bestimmungen zu treffen sind und immer Gelegenheit zu Reibereien gegeben ist, da geht es einfach nicht, dass der Leiter der Angestellten der Geleiteten in seiner Stellung von ihrem Grund und ihrer üblen Laune abhängig sein soll, so Bernstein, der ihn freudig sozusagen aufgenommen hat, geht ja nicht.
Und das merke ich bei Diskussionen auch immer wieder, dass viele sagen, ja, mein Onkel hat ja auch mal sowas angefangen, mit anderen zusammen eine Wohngenossenschaft zu gründen, hat nicht geklappt, also klappt nicht. Bernstein warnte eben dann davor, sich der Illusion hinzugeben, dass mit der Entfernung der kapitalistischen Eigentümer als Zentrum, in das alle anderen Organe zusammenliefen, eine Umwandlung der kapitalistischen Unternehmungen in lebensfähige sozialistische Gebilde geschehen kann. Daher soll man doch die Unternehmer lieber in Ruhe lassen. Das kann man auch für Wohngenossenschaften anwenden. In der Zwischenzeit gibt es viele Beispiele von Wohnsiedlungsbaugenossenschaften, aber auch von Betrieben, die das Transformationsgesetz in Frage stellen. Und es gibt natürlich auch Forschung für und wider. Die einen kriegen raus, ja, stimmt, geht nicht anders, und die anderen kriegen raus, nee, ist zu widerlegen. Ich selbst kenne Betriebe und auch Wohnungsgenossenschaften, die 100 Jahre bestehen. In der Zwischenzeit hatten wir etliche 100 Jahre feiern. Auch in der Forschung wurde das eben so gesehen. Wie ging es also dann weiter mit der Genossenschaftlichkeit, wäre der nächste Punkt. Die ersten Genossenschaften entstanden während der 1860er und 70er Jahre, oft auch in direktem Zusammenhang mit Streikaktionen als Form kollektiver Selbsthilfe, um entweder die gewerkschaftlichen Streikkassen zu entlasten. Es gab ja da noch keine Lohnfortzahlung und sowas, und die Streikkassen müssen ja heute oft noch herhalten. Es waren auch Streikende, die dann Bauausführungsgenossenschaften weitergeführt haben, weil im Rahmen von Streiks Arbeiter ausgesperrt worden sind, nicht mehr eingestellt worden sind, und sie haben Genossenschaften gegründet, um den Arbeitern die Arbeiter wieder in Arbeit zu bringen, Selbsthilfe. Selten waren die von langer Dauer, ich sagte schon, durch Kapitalmangel mussten viele aufgeben, und oft war die Erfahrung auch, und das stelle ich heute noch fest, dass man dann so hohe Erwartungen hat an so eine ganz andere Form, die man von früher nicht kennt, wo man noch zur Miete gewohnt hat, und dass diese Erwartungen dann eben, wenn die nicht erfüllt werden, dass es dann schnell zu Enttäuschungen kommt und auch die Leute schnell auseinanderlaufen. Das war am Anfang der Genossenschaftsbewegung auch der Fall, und zudem ging auch durch das zahlenmäßige Erstarken der Arbeiterbewegung eine Vereinheitlichung der politischen Anschauungen bei den Arbeitern, sozialistischen Arbeitern einher, die sich im wissenschaftlichen Sozialismus bündelte, also in der Marxischen Kritik an der politischen Ökonomie, und die dann eben dazu führte, dass man sagte, nee, hat keinen Sinn im Hier und Jetzt, wie die anarchistischen Vertreter wie Landauer das gesagt haben, im Hier und Jetzt anzufangen. Man braucht erst eine andere Gesellschaftsordnung. Anders war das allerdings mit den Konsumgenossenschaften, die seit Beginn der 1890er Jahre eine große Gründungswelle hatten, die auch hauptsächlich von aktiven Gewerkschaftern initiiert worden ist, Arbeitern, die wussten, dass man sich zusammentun muss, und die brachten unmittelbaren ökonomische Vorteile für ihre Mitglieder. Ich sage, ich habe selbst nach dem Zweiten Weltkrieg mit meinem Körbchen im Konsum eingekauft und dann aufgeschrieben ist es zuerst worden, und dann gab es Marken, wie viel man eingekauft hat, und das war ein unmittelbarer Vorteil, weil es wurde groß eingekauft und jeder konnte sich das dann leisten. Für die Mitglieder war es ein großer Fortschritt, und die Konsumgenossenschaften war es eigentlich, die zur dritten Säule
in der Arbeiterbewegung, da gibt es ja so ein Modell, die erste Säule ist die Partei, die zweite Säule sind die Gewerkschaften, die dritte Säule sind die Genossenschaften. Und das hat sehr sich auf die Konsum- und auch auf die Wohnungsbaugenossenschaften bezogen.